Der Lastwagen war hoffnungslos überfüllt und wir mussten unsere Rücken gegenseitig stützen, um uns während der etwa 400 Kilometer langen Fahrt zu stabilisieren. Besonders fiel mir eine Frau ins Auge, deren Geschichte ich mit Ihnen teilen möchte, um meine Verwunderung zu erklären. Sie war in Damaskus verschleiert, hatte sich jedoch auf dem Weg nach Europa entschieden, ihr Kopftuch abzulegen. Das war an sich nicht das Problem, da das Bedecken des Kopfes im Koran gar nicht erwähnt wird. Was jedoch abstoßend war, war ihre Bereitschaft, ohne Skrupel auf dem Schoß fremder Männer zu sitzen, obwohl sie verheiratet war. Es waren 4 junge Iraker bei uns. Dieses Mädchen zeigte ein Verhalten, das für eine verheiratete Frau als äußerst unangemessen galt und überschritt dabei die Grenzen des Anstands. Während wir in der Enge fast erstickten, eine Enge, die ich bereits erwähnte, als ich auf dem Bauch liegend in jenem Fahrzeug lag, das der Fahrer mit geschlossenen Fenstern stehen ließ, bis wir beinahe keine Luft mehr bekamen, sorgte ihr Benehmen für zusätzliches Unbehagen in der Gruppe. Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten und schrie sie an: »Fürchtet Allah! Wollt ihr, dass unser Herr uns auf dieser Reise bestraft?« Sie verstummten für einen Moment, als hätte meine Worte sie wie ein Hammer getroffen. Doch anstatt ihr vulgäres Gerede vollständig einzustellen, reduzierten sie es nur auf etwa 20%. Später begegnete ich ihr in dem Haus des Schleppers und sah sie mit Verwunderung an. In ihrem Gesicht war etwas Merkwürdiges, etwas, das andeutete, dass sie keine professionelle Prostituierte war. Ich fragte sie ganz offen: »Warum verhältst du dich so erniedrigend? Dein Gesicht lässt vermuten, dass du aus einer respektablen Umgebung kommst.« Sie antwortete: »Bei Allah, ich war in Syrien gläubig, aber mein Mann arbeitet nicht und unsere Situation ist schwierig. Ich habe beschlossen, nach Europa zu gehen. Bruder, ich bin hier allein. Wenn ich diesen jungen Männern nicht entgegenkomme, werden sie mir nicht auf dem Weg helfen.« Ich sagte zu ihr: »Was ist das für eine Logik? Hast du nicht gesehen, dass die Menschen sich hier aus reiner Nächstenliebe helfen? Wer sagt dir, dass dir niemand helfen wird, außer wenn du in seinem Schoß sitzt? Woher hast du diese Idee? Selbst wenn das wahr wäre, würdest du wirklich deine Würde und deinen Anstand so billig verkaufen?« Es schien, als rechtfertigte sie sich, doch ich erkannte, dass ihre Worte nicht ehrlich waren. Kehren wir, lieber Leserin, zum letzten Lastwagen zurück, wo ich einen ihrer irakischen Begleiter traf, den anständigsten unter ihnen. Ich fragte ihn: »Wo ist sie?« Er zeigte auf jemanden in der Nähe und sagte: »Da ist sie.« Ich blickte überrascht hin. »Unmöglich, das ist nicht sie.« Ihr Aussehen hatte sich unvorstellbar verändert. Ihre Haut war blass wie die von Toten und ihr schmutziges Haar wirkte wie ein Staubreservoir. Noch einmal sah ich hin und wollte gerade sagen, dass er lügt, aber er sagte die Wahrheit. Sie war es, erschöpft sitzend mit halb geschlossenen Augen, als hätte das Leben sie verlassen. Er antwortete: »Sie fiel unterwegs hin und die Leute halfen ihr, indem sie hinter sich herzogen, um sie in Sicherheit zu bringen. Dabei erlitt sie Verletzungen am Kopf und im Gesicht und sie war stark geschwächt. Ohne ihre Hilfe hätte sie in großer Gefahr schweben können.« Das ist die Lehre, lieber Leserin. Sie dachte, ihre Klugheit würde sie schützen und dass ihre Opferbereitschaft für ihre Ehre ihr Sicherheit bringen würde. Doch stattdessen fand sie sich mit harten Konsequenzen konfrontiert und die Schwierigkeiten, die sie erlebte, waren weit größer, als sie erwartet hatte. Am nächsten Tag erreichten wir die letzte Station in Serbien. Um 9 Uhr morgens stiegen wir aus dem Lastwagen unter den neugierigen Blicken der Menschen. Hier wurden wir offiziell zu Flüchtlingen und man konnte uns nicht mehr zurückschicken, denn die über 500 Kilometer, die wir zurückgelegt hatten, wären für den serbischen Staat teurer gewesen, als uns im Land zu behalten. Unsere Gruppe schloss sich anderen Gruppen an, die ebenfalls dort ankamen, insgesamt etwa 60 Personen. Wir stiegen alle aus, erfreut über die wärmende Sonne, ohne Angst vor der Polizei. Ich ging zu einem Flüchtlingsaufnahmezentrum und stellte einen Asylantrag. Sie gaben mir ein Dokument und so lebten meine Frau und ich in diesem Zentrum weiter. Sie war bereits zuvor in jenem Wagen angekommen, der Polizei entkam, bevor er in dem Unfall mit den Männern kippte, den ich bereits erwähnt hatte. Doch etwas störte mich immer wieder. Menschen rauchten direkt über meinem Kopf und ich bin ein großer Gegner des Rauchens. Aber hier in diesem Zentrum gab es keine Möglichkeit, dem Rauch zu entkommen. Natürlich lebte meine Frau in den Frauenzimmern und ich in den Männerzimmern. Später, nach unserer Ankunft in Österreich, führte es zu Umständen, die uns zur Scheidung zwangen. Das Essen im Zentrum war
überhaupt nicht gut. Ich könnte sogar sagen, dass ich in meinem Leben kaum etwas Schlechteres gesehen habe. Doch zumindest waren wir an einem Ort, der uns vor der Kälte schützte, und es gab genug zu essen, auch wenn es ungewohnt war. Zufällig entdeckten wir ein nahegelegenes Moschee und im Untergeschoss des Zentrums eine Waschgelegenheit, auch wenn diese eher an ein Militärlager erinnerte. Es gab auch schöne Seiten. Wir konnten hinausgehen, uns ein wenig in der umgebenden Natur bewegen und frische Luft schnappen, weit weg von den Zäunen des Zentrums. Der Leiter des Zentrums war ein einfacher muslimischer Mann, voller Bescheidenheit, und seine Präsenz gab uns ein Gefühl der Sicherheit. Das einzige Problem war die Sprache, denn fast niemand sprach Englisch. Alle hier sprachen Deutsch. Nach etwa 10 Tagen des Wartens und Anpassens an die neue Umgebung traf ich den jungen Iraker wieder, den ich in dem Lastwagen kennengelernt hatte. Ich fragte ihn nach dem Zustand seiner Gruppe und er blickte mich an und sagte: Stell dir vor, genau diese 3 jungen Männer mit der Frau wurden von der serbischen Polizei festgenommen und zurück an die Grenze zu Mazedonien gebracht. Ich dachte, er würde scherzen, aber als er bei Gott schwor, wurde mir klar, dass die Geschichte wahr war. Wie konnte das passieren? Meinen Informationen nach war noch nie jemand aus diesem Rückkehrgebiet zurückgekommen. Ich sagte zu ihm, während ich versuchte, das Rätsel zu lösen: Vermutlich und gemäß meiner Analyse haben ihre sexuellen Handlungen die serbische Polizei abgestoßen und sie haben beschlossen, sie zurückzuschicken, egal was passiert, oder? Er antwortete, ja. Gepriesen sei Allah, es ist eine klare Botschaft. Kein Mensch trotzt seinem Herrn, ohne die Konsequenzen zu spüren. Ich war kein Experte im Schmuggelgeschäft, aber ich begann zu verstehen, dass die nächste Etappe einen neuen Schmuggler erforderte, da jeder Schmuggler auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert ist. Wir waren nun an der Grenze zu Ungarn und Österreich. Ungarn war die größte Hürde. Um nach Österreich zu gelangen, musste man unweigerlich ungarisches Gebiet durchqueren. Ich hörte schreckliche Geschichten über Ungarn. Es hieß, die Polizei sei dort gnadenlos. Sie behandeln Flüchtlinge wie Kriegsgefangene, schlagen und beleidigen sie ohne Zögern. So bestand mein Plan darin, einen Schmuggler von besonderem Kaliber zu finden, der Ungarn durchqueren konnte, ohne dass die ungarische Polizei uns entdeckte. Durch Gottes Barmherzigkeit fühlte ich Vertrauen in einen Schmuggler, bei dem ich Ehrlichkeit spürte. Er war nicht unter den Flüchtlingen im Zentrum bekannt, obwohl die meisten von ihnen ein Vielfaches an Erfahrung mit Routen und Schmugglern hatten. Der Betrag, den der Schmuggler verlangte, war im Vergleich zu anderen niedrig. So begann eine Reise, die die schönste Etappe meiner gesamten Reise nach Europa wurde. Während wir uns auf verlassene Wälder und raue Pfade einstellten, fanden wir uns plötzlich in grünen, wunderschönen Landschaften wieder. Wälder, die wie aus Kindermärchen wirkten, weit entfernt von den düsteren Dschungeln, die wir zuvor durchquert hatten. Der Weg war zwar lang, aber erfrischend, bis wir schließlich das Auto erreichten, das uns nach Österreich bringen sollte. Der Schlepper war ein erfahrener Mann, dessen kluge Herangehensweise unsere Reise reibungsloser machte, als ich erwartet hatte. Später hörte ich Geschichten von anderen Gruppen, die den Bergweg nach Österreich wählten und dabei so sehr unter Kälte und Erschöpfung litten, dass sie fast ihr Leben verloren. Als wir unsere letzte Etappe der Strapazen erreichten, sagte man uns, wir sollten neue Kleidung und Schuhe kaufen, um den Verdacht an der Grenze zu vermeiden, da unsere eigenen Sachen mit Schlamm verschmutzt waren. Der Schlepper war sehr genau in seinen Anweisungen. Er legte fest, wann wir umziehen und ins Auto steigen sollten. Schließlich brachte er uns in ein Café auf österreichischem Boden, wo er sich von uns verabschiedete, nachdem er sein Entgelt erhalten hatte. Ich betrat dieses Café mit einem Herzen, das von unvergesslichen Gefühlen erfüllt war. Nach all den Prüfungen und schwierigen Momenten waren wir endlich in Österreich, einem sicheren Land, und saßen in einem eleganten Café, das Wärme ausstrahlte. Es gibt Segnungen im Leben, die uns so selbstverständlich erscheinen, dass sie Teil unseres täglichen Lebens werden. Doch wenn Gott uns für eine Weile davon beraubt, tut er dies, damit wir ihren Wert erkennen und sie wie zum ersten Mal genießen können. Trockene Kleidung zu tragen, warm zu sein und die Sicherheit zu haben, dass niemand dich verfolgt. Diese Momente, die für viele gewöhnlich scheinen, werden zu wertvollen Schätzen für jemanden, der sie entbehrt hat. Du sitzt in deinem sicheren Hafen und es fühlt sich an, als würdest du Millionen von Dollar in deinen Händen halten.
Von dem Moment an, als ich die Türkei verließ, war mein Ziel Deutschland, gemäß dem Traum, den ich hatte, der mir empfahl, Deutsch zu lernen. Ich nahm an, dass nur Deutschland Deutsch spricht, da ich kaum geografisches Wissen hatte. Daher plante ich, Österreich nur als Durchgangsstation nach Deutschland zu nutzen. Doch eine junge Frau, die ich auf halbem Weg kennengelernt hatte, riet uns, in Österreich zu bleiben. Diese junge Frau hatte ich während der Reise getroffen, als ich sah, wie andere sie mobbten. Ich rief ihr zu: Komm, bleib bei mir und meiner Frau, und ich werde jeden bestrafen, der dich belästigt. Ich sagte dies, um jeden, der an Mobbing dachte, abzuschrecken. Von da an sprach sie die ganze Zeit mit meiner Frau. Ich tat dies im Namen Gottes, und gepriesen sei Allah. Jeder Akt der Güte, den man zu 100% für Gottes Wohlgefallen tut, kehrt zu einem zurück. Als wir in Österreich ankamen und sie uns riet, nicht weiter nach Deutschland zu reisen, fragte ich sie: Welche Sprache spricht man in diesem Land? Wie ist die Natur im Vergleich zu Deutschland? Sie antwortete, die Sprache sei Deutsch und die Natur sei viel schöner und wärmer. Das machte mich sehr glücklich, vor allem weil ich nur noch 5 Euro übrig hatte. Und tatsächlich höre ich auch nach all den Jahren, die ich nun in meiner geliebten Heimat Österreich lebe, immer wieder von Menschen, die Deutschland den Vorzug gaben, nur um später ihre Entscheidung zu bereuen und sich zu wünschen, sie wären in Österreich geblieben. Ich begab mich zum Flüchtlingszentrum in Österreich, um Asyl zu beantragen. Die hygienischen Bedingungen dort waren in einem so schlechten Zustand, dass sie kaum zu beschreiben sind. Mitten in diesem Elend sandte mir Allah jedoch einen respektvollen irakischen jungen Mann, den ich bereits seit Griechenland als Weggefährten kannte und der mir schon zuvor ehrlich geholfen hatte. Auch im österreichischen Flüchtlingszentrum zeigte er Mitgefühl und gab mir einen einfachen, aber wertvollen Rat. Ich solle zu einer bestimmten Wand gehen und nachsehen, ob mein Name auf der dortigen Liste stehe. Falls ja, könnte ich meine Sachen holen und an einen besseren Ort umziehen. Ohne diesen Hinweis wäre ich für 2 Monate in diesem Elend stecken geblieben, ohne zu wissen, wann dieses Leiden ein Ende nehmen würde. Tatsächlich, nach 2 Stunden des Wartens ging ich dorthin und siehe da, mein Name war auf der Liste. Ich holte meine Sachen und verließ diesen schrecklichen Ort nach nur 3 Tagen, Allah sei Dank. Danach wurden wir in eine zauberhafte ländliche Gegend gebracht, als hätte ich eine Reise von einer verwüsteten Welt in einen kleinen Garten Eden gemacht. Obwohl ich niemals an psychischen Problemen litt, begann ich nach all diesem Rennen durch Wälder und trostlose Wege im Traum ständig weiterzulaufen. Es war, als hätte mein Körper das Laufen nie gestoppt und meine Nerven waren daran gewöhnt, sich in einem ständigen Zustand der Flucht zu befinden. 9 Jahre sind seit diesen Tagen vergangen, da ich im März 2015 in Österreich ankam. Doch der Geschmack dieses Segens ist in meiner Erinnerung immer noch lebendig. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich ein eigenes Zimmer bekam, ein eigenes Bad und einen eigenen Waschlappen, mit dem ich zu jeder Zeit unter warmem Wasser duschen konnte. Bei Allah, es fühlte sich an wie im Paradies und ich empfand dies als einen Luxus, den ich vorher nie erlebt hatte. Dabei war das in Damaskus ganz normal.